Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Ryudo Kase und hier ist wieder eine kurze Eilnachricht in allgemeiner Sache. Die Lage spitzt sich weiter zu. Kaum tritt der Begriff TTIP wieder etwas mehr in den Hintergrund, wird auf anderen Seiten wieder hart flankiert. Dass der Kampf gegen die Einführung von CETA in seinem aktuellen Status nicht nur mit einer einzelnen Demonstrationswelle zu lösen ist, war allen klar. Immerhin ist CETA bereits das gefühlt 100. Freihandelskostüm des Wirtschaftsimperialismus und die Bereitschaft, weitere Versionen abzuschmettern, die der Bundesrepublik und ihren Bürgern schaden könnten, war stets gegeben. Doch seit einiger Zeit werden größere Geschütze aufgefahren. Wie aus Artikeln unterschiedlicher Zeitungen, Online-Magazinen und Blogs zu lesen ist, versucht die EU-Kommission schon seit einiger Zeit die Ratifizierung von CETA im Eilverfahren am Bundestag vorbei durchzuwinken. Unsere Kanzlerin macht dabei noch tatkräftig mit, während sie offiziell versucht, CETA vor den Bundestag zu bekommen. Dass dies totaler Unfug ist, sollte bei allen aktuellen Geschehnissen bereits offensichtlich sein. Verhandlungen werden immer noch hinter verschlossenen Türen getätigt und Dokumente werden nur teilweise oder viel zu spät veröffentlicht. Erstaunlich zu sehen, wie sehr sich unsere Kanzlerin in dieser Sache auseinanderdividiert. Die Bürger zeigen jedoch, dass sie das Ganze nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Noch immer werden von Seiten wie change.org und campac.de zu Unterschrifts-, Brief- und E-Mail-Aktionen aufgerufen. Erst am 29.06. hat sich Frau Barbara Lochbihler, eine EU-Abgeordnete von den Grünen, über die Menge an Zuschriften bezüglich des Freihandelsabkommens geäußert, die im Rahmen einer solchen Aktion an sie gesendet wurden. Auf ihrer Internetseite schrieb sie in einem Artikel, dass sie von der Menge der Zuschriften sehr beeindruckt war. Des Weiteren schreibt sie würde gegen CETA stimmen, da sie demokratische und rechtsstaatliche Standards durch das Abkommen gefährdet sähe. Dies ist nur ein Beispiel von mehreren Erfolgen, die diesbezüglich gefeiert wurden. Auch andere Abgeordnete zeigten sich beeindruckt und die Linken werden, wie die Grünen, gegen CETA stimmen. Dennoch darf man nicht locker lassen. Aus diesem Grund ruft campac.de zu einem Appell an die Kanzlerin und andere EU-Regierungschefs auf, um die Pläne der Kommission zu stoppen. Derzeit werden dazu online Stimmen gesammelt und von gezielten 325.000 sind bereits fast 295.000 eingegangen. Außerdem rief Marianne Grimmstein auf change.org bereits vor einigen Monaten eine Bürgerklage gegen CETA ins Leben und hält alle Teilnehmer mit neuen Informationen regelmäßig auf dem Laufenden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben satte 239.669 Menschen diese Klage online unterschrieben. Das war's dann wieder mal von mir und jetzt seid wieder mal ihr dran. Ich packe einen Link zur Unterschriftensammlung auf campac.de in die Beschreibung, an der ihr noch tatkräftig teilnehmen könnt. Jede einzelne Stimme von euch zählt. Solltet ihr euch außerdem noch für weitere Informationen interessieren, rate ich euch, dem Link zur Bürgerklage gegen CETA zu folgen, den ich euch ebenfalls in die Beschreibung packe. Schaut euch die beiden Links also definitiv mal an und nehmt an den Unterschriftenaktionen teil. Sie kosten euch keinen Cent und helfen uns hier im Land sehr stark weiter. Des Weiteren gilt wie üblich, verbreitet diese Information so weit ihr nur könnt und wenn ihr irgendwelche Informationen habt, die ich noch nicht habe, dann hinterlasst sie doch bitte in den Kommentaren. Und damit verabschiede ich mich wieder an dieser Stelle und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen oder Zuhören.